Hast du 5 Minuten Zeit? Dann zeige ich dir, wie du deinen eigenen Senf ganz einfach selber fermentierst, mit nur wenigen Zutaten, aber jeder Menge Geschmack. Ich weiche zuerst einmal meine Senfkörner ein. Dafür habe ich jetzt hier gelbe Senfkörner verwendet und gebe dazu genügend Wasser. Und falls ihr denkt, das reicht schon, nein, gebt noch ein bisschen mehr hinzu. Das Tulpenglas ist hier jetzt von der Größe ideal. Die genauen Mengenangaben findest du wie immer unten in der Beschreibung. Komm aber auch noch mal zum Schluss, pausiere dann das Video und dann kannst du dir einen Screenshot machen. So, nach den 12 Stunden siebt ihr das Ganze ab und dann gebe ich das in so ein größeres Gefäß. Wie gesagt, unten in der Beschreibung steht noch mal alles, nicht nur die Zutaten, sondern auch das Equipment, was ich hierfür für dieses Rezept verwende. Ich habe das jetzt hier einfach mit einem Löffel gemacht. Ihr könnt auch zum Beispiel einen Trichter verwenden. Was ich sehr empfehlen kann, ist, wenn ihr fermentiert, dass ihr die Gläser, die ihr benutzt, vorher sterilisiert. Entweder einmal mit heißem Wasser oder vielleicht habt ihr ja sowieso mehrere Sachen gerade, dass ihr am Einkochen seid. Dann bei 140 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 15 Minuten. Das reicht vollkommen aus. Ich nehme dafür immer meinen Mini-Backofen. Das geht super schnell, denn da brauche ich noch nicht mal irgendwie eine Zeit zum Aufhitzen. So, gleich haben wir hier auch alle Körner beisammen. Wir wollen nichts verschwenden. Und dieser Senf schmeckt wirklich fantastisch. Also das müsst ihr wirklich ausprobieren. Ich drücke das jetzt hier ein bisschen runter. Ein paar Senfkörner sind hier noch am Rand. So, dann gebt ihr Salz hinzu. Das ist jetzt ein Teelöffel. Ich habe hier grobes Meersalz verwendet und fügt dann 200 Milliliter Wasser. Ich habe jetzt einfach kaltes Leitungswasser genommen. Das Glas ist auch gut gefüllt und dann rühre ich das Ganze noch mal kurz durch. Und ich war selber erstaunt, was für ein guter Geschmack dann dahinter ist, aber seht selber. Wer möchte, kann hier jetzt auch noch mal so ein Glasbeschwerer nehmen. Bei mir ging das, das waren jetzt nur so 2, 3 Körnchen, die oben geschwommen sind, daher habe ich das weggelassen. So, und dann zwischendurch guckt euch das an. Immer mal wieder oben auf der Oberfläche gucken, ob das alles so in Ordnung ist. Gegebenenfalls nochmal umrühren. Bitte nicht wundern. Aufgrund des Senfs und seiner Senföle riecht das manchmal ein bisschen, naja, ich möchte nicht sagen unangenehm, aber ein bisschen speziell. Also meine Kinder waren dann immer so: „Ah, Mama, hast du was mit dem Magen oder machst du gerade deinen Senf?“ Also von daher nicht wundern. So, ich habe das jetzt immer jeden Tag ein bisschen umgerührt. So circa 5 bis 7 Tage habe ich das jetzt fermentieren lassen und werde das Ganze hier noch mal eben zerkleinern. Habe jetzt noch mal ein bisschen Apfelessig hinzugegeben. Zitrone funktioniert hier ganz genauso. Ihr könnt es auch länger fermentieren, 7 bis 10 Tage. Dann habt ihr so eine leichte Säure, eine mittlere Schärfe oder bis zu 14 Tage. Dann nimmt die Schärfe weiter ab und ihr habt mehr einen Umami-Geschmack. In jedem Fall dann eben mixen. Ihr könnt es grob körnig lassen. Ich mag tatsächlich Senf, wenn er fein ist. Deswegen habe ich ihn wirklich lange in meiner Gewürzmühle noch mal eben gemahlen. Und beim Abfüllen habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt zu viel, das passt nicht. Also habe ich mich dann wieder doch fürs Tulpenglas entschieden. Da passt diese Menge, die ich jetzt hier hergestellt habe, wirklich optimal rein. Und beim Abfüllen habe ich jetzt auch dann einen Trichter verwendet. So geht das Ganze hinein. Und es reicht wirklich, wenn ihr alle 1, 2 Tage das eben umrührt, wenn ihr es herstellt und der fertige Senf muss noch mal eben für eine Woche im Kühlschrank ruhen, quasi so eine Schlussfermentation und ist dann mindestens mehrere Monate haltbar, sogar länger, wenn ihr da wirklich immer mit sauberen Löffel reingeht. Aber vertraut mir, der wird gar nicht so lange halten, denn der ist wirklich richtig köstlich. Hier kommt einfach nur noch ein Deckel drauf und ab in den Kühlschrank. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Wenn ihr mehr sehen wollt,
Hier sind noch weitere Videos. Abonniert gerne meinen Kanal und wir sehen uns bald wieder. Liebe Grüße, eure Emma.